Hallo, fahrt mit uns durch den Triglav-Nationalpark in Slowenien. Wir haben gerade die Grenze Österreich-Slowenien auf dem Wurzelpass überquert und fahren die Südrampe runter ins Savetal. Die Rundtour ist ca. 210 Kilometer lang und sie startet und endet im Drautal in Kärnten. Das erste Ziel, den Bleder See, erreichen wir nach rund 40 Kilometern. Bled, ein Luftkurort am Rande der Julischen Alpen, wird erst durch den gleichnamigen malerischen Gletschersee interessant. Auf einem 139 Meter hohen Felsen thront die Burg von Bled aus dem 11. Jahrhundert. Sie beherbergt ein Museum und versetzt die Besucher ins Mittelalter und die Geschichte von Bled zurück. Auf einer Insel mitten im See liegt die Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt mit ihrer markanten Treppe. Wir fahren weiter am über 2 Kilometer langen, eiszeitlichen Gletschersee entlang, der im Sommer einiges an Touristen aushalten muss. Nach dem quirligen Bled geht es auf der Straße 209 Richtung Süden ziemlich entspannt zu. Hinter Bohinska Bystrica wird die Straße jetzt enger und steigt allmählich an. Ab und an werden wir etwas langsamer, um die atemberaubende Landschaft zu genießen. Die Strecke ist natürlich bei Motorradfahrern, vor allem während der European Bike Week in Fag, sehr beliebt. Mann, ist das schön hier. Nach rund 80 Kilometern kommt uns dieser Halt für die Mittagspause gerade recht. Das urige Restaurant hat eine eigene Fischzucht, die durch das kristallklare Wasser eines Bergbachs ermöglicht wird. Ich habe mich davon überzeugen lassen und der Fisch notgedrungen auch. Sehr, sehr lecker. Wieder auf dem Motorrad führt uns eine kurvenreiche Strecke ins Batschertal, wo nur wenige Menschen in kleinen Dörfern leben. Das Fahren bei wenig Verkehr ist so entspannt.
Nur wenige Touristen verirren sich in dieses abgelegene Tal. Mostna Sochi liegt im gleichnamigen Tal des smaragdgrünen Flusses. Es ist bekannt für seine beeindruckende Bergkulisse und zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Die Socha entspringt im Triglav und mündet nach 140 Kilometern in den Golf von Triest. Auf der gut ausgebauten 203 folgen wir dem schönen Flusstal stromaufwärts für ca. 50 Kilometer. Am Ende des Tals warten Bergmassive auf uns und mit ihnen der Pridil-Pass, den wir noch überqueren werden. Die ehemalige Festung Kluče wurde 1472 als Bollwerk gegen die einfallenden Türken errichtet, aber erst die Armee Napoleons konnte sie zerstören. Der heutige sichtbare Teil wurde von den Österreichern im 19. Jahrhundert gebaut.
Triglav Nationalpark gibt es eine ganze Reihe von naturbelassenen Bergflüssen wie diesen. Auf dem Weg zum Predil-Pass liegt das unaussprechliche Dorf auf 955 Meter Höhe. Beeindruckend ist das Panorama. Das Predil-Viadukt überspannt den Fluss in 60 Meter Höhe. An seinem nördlichen Ende liegt die Einmündung zum Mangatsattel, der höchsten Bergstraße Sloweniens. Wir verzichten wegen eines Felssturzes und begnügen uns mit dem Predil-Pass, der nach Tarvisio in Italien führt. Auch dieser Pass wurde durch eine Befestigungsanlage gesichert. Die Grenze zwischen Slowenien und Italien ist frei befahrbar. Kontrollen werden nur selten durchgeführt. Auf nun italienischer Seite führt uns die gut ausgebaute Passstraße zum 186 Meter tiefer gelegenen Predilsee. Der Lago del Predil liegt malerisch in einem Hochtal, umgeben von den zahlreichen Gipfeln der Julischen Alpen. Cave de Predil ist ein alter Bergbauort, wo bis zum Ende des 20. Jahrhunderts Blei abgebaut wurde. Ein paar industrielle Überreste und ein Museum erinnern an die wechselvolle Geschichte der Region.
Die Geilitz begleitet uns jetzt bis nach Österreich. Sie ist nach Einstellung des Bergbaus renaturiert worden und wieder in gutem Zustand. Tarvisio ist eine alte Händlerstadt, in der man noch heute im bekannten Ledermarkt ein Schnäppchen machen kann, wenn man gut feilscht. Ein schöner Motorradtag neigt sich allmählich dem Ende zu und wir genießen die letzten Kilometer und den Sonnenuntergang im schönen Gailtal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.